Hallo, heute sind wir im Tiergarten Mönchengladbach. Präriehunde in der Natur fressen hauptsächlich Gräser und Sämereien, aber in gewissen Zeiten, zum Beispiel zu der Paarungszeit, auch tierische Kost wie Heuschrecken, Käfer und manche gehen sogar auf Mäusejagd. Und hier bei uns im Tierpark besteht das Futter hauptsächlich aus Gemüse. Sehr beliebt bei den Präriehunden ist die rote Beete, dann haben die nachher immer so einen schönen rosa Schnäuzer und in den Herbst- und Wintermonaten gibt es dann zusätzlich immer so ein paar Sonnenblumenkerne. Die habe ich jetzt heute einfach mal mit drauf getan, weil die gerne mögen und wir dann hoffen, dass die gleich auch alle zum Fressen kommen. Und später gibt es dann noch Blattkost. Ich habe da so ein bisschen Hasel abgeschnitten. Ist auch immer ganz beliebt und ist dann nochmal zusätzlich ein bisschen Abwechslung, weil es halt nicht einfach aus der Schale kommt, sondern die an den Ästen, an der Rinde und aber auch an den Blättchen halt nagen. Die Präriehunde bauen bis zu 34 Meter lange Tunnel. Diese sind so 1 bis 2 bis 5 Meter unter der Erdoberfläche und damit die nicht überfluten, bauen die selber wie so Dämme außenrum. Das heißt, die Erde, die die ausschaufeln, wird am Ende aufgehäuft und in der freien Natur sind diese Gänge alle immer mit Rasen oder mit Gras, mit Gräsern ausgestattet, ausgepolstert. Hier bei uns benutzen die dafür natürlich Heu. Denn das bisschen Gras, was hier wächst, das fressen die meistens. Im Gegensatz zu der Brennnessel, die finden die nicht so toll. Aber dafür sieht die im Gehege ganz nett aus, weil es halt immer grün ist. Und wenn wir dann so Grünzeug aufstellen, dann nehmen die natürlich auch das mit in die Baue und verbauen das. Und dann haben wir ja darüber berichtet, dass die Prärien umgezogen sind. Die waren vorher im Affenhaus, weil das Gehege hier neu umgestaltet worden ist. Die haben sich hier sehr gut eingelebt und wir haben tatsächlich in diesem Jahr 7 Jungtiere haben wir gezählt und das ist für uns natürlich toll. Und die haben eine Tragzeit von 35 bis 40 Tagen. Die sind dann ungefähr 15 Gramm schwer und dann noch nackt. Und mit so einem Alter von 50 bis 60 Tagen kommen die das erste Mal aus dem Bau. Solange werden die auch gesäugt. Und wir haben sie natürlich dann auch erst das erste Mal gesehen, weil wir diese Bauten halt einfach nicht stören. Und es ist so in der freien Natur, dass Präriehunde in kleinen Familiengruppen leben. Meistens ein männliches Tier mit 4 weiblichen Tieren. Es bekommen da alle Jungtiere, aber es wird sich nicht wie bei anderen Tieren in der Jungenaufzucht geholfen, sondern in der freien Natur ist es tatsächlich so, dass das stärkste Weibchen versucht in dieser Zeit, die anderen Weibchen und deren Jungtiere sogar zu töten. Einfach mit dem Ziel, dass sie ihre Jungtiere, also die Jungtiere von dem stärksten Tier, am Ende überleben. Und so ist das, dass bei den Präriehunden in der freien Natur eine Mortalitätsrate bei den Jungtieren von über 40% ist. Hier bei uns wissen wir das natürlich nicht. Wir haben die 7 Jungtiere gesehen, wir wissen nicht, es ist nur eine. Wir gehen aber davon aus, dass 2 ihre Jungtiere durchgebracht haben, denn in dem Moment, wo die Jungtiere dann den Bau verlassen, ist diese Gefahr für die andere Mutter auch gegessen. Dann versucht das andere Weibchen nicht mehr, sie oder die Jungtiere zu töten, sondern dann
dürfen die halt eben in der Kolonie bleiben. Und die männlichen Jungtiere wandern so circa mit 2 Jahren ab und die Weibchen bleiben immer fest bestehen in dieser Gruppe. Und dann gibt es nochmal so einen Wechsel von dem Bock. So in der freien Natur sagt man, alle 1 bis 2 Jahre sucht er sich eine neue Gruppe. Ganz einfach, um Inzucht zu vermeiden, denn die Weibchen sind ja untereinander schon alle verwandt. Und wenn der Bock das aber nicht macht, dann verwehren in der freien Natur die Weibchen irgendwann die Paarung und pflanzen sich einfach nicht mehr fort und schützen sich damit selber vor Inzucht. Jetzt das Abonnieren nicht vergessen und schaut auch mal in unsere Playlist vom Tiergarten Mönchengladbach.